Hi, hier ist Bob Hatton, der Mutmacher. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche einen schönen Tag und auch Gottes Segen. Wir haben gerade Bilder gesehen von großen Bäumen, die vor kurzem umgefallen sind. Wir haben vor vielleicht 6 Wochen oder 2 Monate ist es her, haben wir einen ziemlichen Sturm gehabt hier. Und es sind mehrere Bäume, große, stattliche Bäume, die umgefallen sind. Und wir mögen uns fragen, warum solche große Bäume denn umkippen, umfallen. Und wenn wir schauen auf der einen Ende, dieser Ende, was eigentlich verdeckt war, aber jetzt sichtbar geworden ist, die Wurzeln. Diese Bäume haben zu wenig Wurzeln oder kaum Wurzeln oder keine Wurzeln. Die sind sehr flach, die gehen nicht in den Boden. Nun, ein Förster hat mir gesagt, dass eigentlich diese Bäume gehören nicht in unsere Gefilde, also hier im Hohenlohrland. Denn der Boden ist eigentlich zu reichhaltig für solche Bäume und sie bleiben nur oberflächlich. Die Wurzeln sind oberflächlich, gerade unter der Erde, aber sie gehen nicht tief hinein. Und sobald Wind oder Sturm kommt, dann neigen sie auch dazu, dass sie umkippen. Im vorletzten Buch des Neuen Testamentes ist ein Brief von einem Mann namens Judas. Und Judas war auch ein Bruder, ein leiblicher Bruder von Jesus. Und der beschreibt Menschen in seinem Brief, die folgendermaßen. Er sagt, die sind wie Wolken ohne Wasser oder Bäume ohne Wurzeln. Und wir kommen wieder zu unserem Abschnitt in der Apostelgeschichte. Heute sind wir bei Kapitel 5, Vers 1 bis Vers 11. Wir haben gesehen, dass diese neue Gemeinde sich etabliert hat. Jetzt, sie fingen an am Tag Pfingsten, vormittags waren sie 120, nachmittags bereits 3120. Ein bisschen später lesen wir davon, dass es bereits 5000 Männer und plus Frauen und Kinder und noch mehr Leute sind hinzugekommen. Aber viele dieser Leute, die hinzugetan waren, waren Menschen, die bedürftig waren, die Not gelitten haben. Und dann haben wir gesehen, dass die reicheren Leute in der Gemeinde, sie haben Dinge verkauft, die sie im Überfluss gehabt haben, und sie haben den Gewinn von diesen Verkäufen haben sie zu Füßen der Gemeindeleiter gelegt und sie haben das verteilt unter den bedürftigen Menschen, so dass es eigentlich denn keine Bedürftige waren. Wir haben ein Beispiel von einem Mann namens Barnabas, dieser Sohn der Ermutigung, der genau das getan hat. Der hat ein Acker, ein Feld, hat diesen Feld verkauft und das Geld, was er dafür bekommen hat, hat er in die Gemeinde gebracht und das den Leuten gegeben, dass die das gerecht verteilen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 5 und uns wird ein Ehepaar vorgestellt, die auch irgendetwas haben, ein Grundstück, und sie verkaufen das, aber sie dann kommen überein miteinander und sie haben gesagt, wir geben der Gemeinde nicht alles, was wir bekommen haben, und das war vollkommen in Ordnung. Nirgendwo werden wir aufgefordert, alles, was wir haben, in irgendeine Gemeinde zu geben. Nur die haben gesagt, die Sache ist, wir sagen, dass wir alles geben, aber wir geben nicht alles. Und so kam der Mann, Ananias hieß er, und er ging zu den Aposteln und er sagte, hier ist das ganze Geld, was wir bekommen haben für den Feld. Und natürlich, also solche großzügige Menschen, die bekommen auch eine gewisse Anerkennung in der Gemeinde, die helfen den Armen. Aber er hat gelogen. Und weil er gelogen hat, der fiel tot um. Also eine sehr ernste Moment, auch eine sehr schwere Deutung davon zu bekommen. Und kurze Zeit später ist eine Frau gekommen, einige Stunden waren es, und sie hat bestätigt, das ist das Geld, das ganze Geld, was wir von unserem Verkauf bekommen haben, das geben wir jetzt in der Gemeinde. Sicher? Ja, sicher. Und auch die Frau ist dann tot umgefallen. Eine sehr schwere Sache. Natürlich ist Furcht über die ganze Gemeinde gekommen. Die Gemeinde stand dann in der Ehrfurcht Gottes.
und eigentlich so richtig. Ich habe das noch nie erlebt, dass so etwas passiert ist in den vielen Jahren, dass ich unterwegs bin mit den Christengemeinden hier. Aber dass Gott heilig ist, dass Gott Probleme hat, wenn wir lügen, wenn wir versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sind, das ist ganz klar. Jesus nennt solche Leute in den Evangelien, nennt sie Heuchler. Heuchler, das ist auch ein starkes Wort. Und ein Heuchler war eigentlich ein Schauspieler. Heutzutage haben wir Menschen, die eine Rolle spielen in einem Anspiel im Theater oder in einem Spielfilm, im Fernsehen oder im Kino. Und sie stellen sich dar, als wären sie irgendjemand, den sie nicht sind. Sie haben die Kostüme, vielleicht sprechen sie mit dem gleichen Akzent von der Person, die sie spielen, aber das sind sie nicht in Wirklichkeit. Und zur Zeit Jesu, die Kostüme und so weiter waren nicht eine Sache, aber die Menschen haben Masken getragen, Masken vielleicht auch vor dem Gesicht gehalten und so wie sie gespielt haben, man hat gedacht, sie sind irgendetwas anderes. Und zu gewissen religiösen Leuten hat Jesus gesagt, ihr seid Heuchler, hier spielt etwas vor, was ihr nicht seid. Und ich denke, ich muss mich auch selbst immer wieder fragen, lebe ich das, was ich den anderen Menschen sage? Lebe ich das, was ich anderen Leuten predigen und lehren? Oder bin ich auch ein Heuchler? Und wie wir gesehen haben, an dieser Heuchelei hat Gott keinen wirklichen Gefallen. Jesus hat auch denn ein Beispiel gegeben und sagt, es ist gut, wenn wir ein Haus bauen, dass wir graben und dieses Haus auf guten Fundamenten legen, auf dem Felsenboden. Und dann sagte, dann der Sturm kommt. Denn das Haus auf dem Felsen bleibt stehen, aber das Haus, was auf Sand gebaut wird umfallen. Und ich denke, wenn wir heucheln, wenn wir nicht echt sind, denn irgendwann mal wird das denn alles aufgedeckt und dann der Schaden ist groß. Diese Ananias und Sapphira, sie waren solche Menschen, die ihr Leben auf Sand gebaut sind. Ein Sturm ist gekommen und sie wurden weggespült. Menschen, die wie Wolken sind, ohne Wasser, oder wie Bäume ohne Wurzeln. Der Sturm kommt und sie sind weg. Gut ist es, wenn wir gewurzelt sind in Jesus. Und obwohl das ist eine schwierige Botschaft heute Morgen, ich wünsche uns allen, dass wir einschauen in unserem Leben. Und das, wo es nicht ganz stimmt, das, wo wir ein bisschen schief gewickelt sind, dass wir das schnell in Ordnung bringen und von ganzem Herzen, ganz ehrlich vor unserem Gott stehen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche einen guten Tag, Gottes Segen, euer Bob Hatton.